In 1941, U.S. President Franklin D. Roosevelt gave a historic speech, parts of which were included in the United Nations Declaration of Human Rights. At a time when totalitarianism and war were on the rise, Roosevelt identified 4 freedoms as the basic prerequisites for modern democracies: freedom of speech, freedom of worship, freedom from want, and the 4th, freedom from fear. But what does freedom from fear mean? And how is it relevant today? The 4th is freedom from fear. Ja, also Freedom from Fear ist ja die 4. Forderung nach einer Freiheit, also in diesem Roosevelt-Diktum, nämlich zu sagen Freiheit von Angst. Und ich glaube, die Freiheit von Angst oder von Furcht oder Bedrohung ist eigentlich die Grundvoraussetzung der anderen 3 Freiheiten, die Roosevelt da propagiert. Das heißt, wenn ich das nicht garantieren kann, dann habe ich weder eine Meinungsfreiheit, noch kann ich meine Religion ausüben. Und auch meine existenziellen Bedürfnisse werden nicht gesichert sein. Also ist das zwar die vageste Form hier, aber eigentlich die am bedeutsamsten ist. Und ich glaube, sie bezieht sich so sehr auf alle möglichen Lebensbereiche und eben auch auf meine Arbeit, also im Sinne der geistigen Voraussetzung. Das heißt, wenn ich nicht in einem angstfreien Raum agieren kann, kann ich nur in Maßen schöpferisch tätig sein. Ich arbeite gerade an einer Neu- und Nacherzählung der Nibelungen. Und das ist sicherlich eines der grausamsten Werke der deutschsprachigen Literatur aus dem Mittelalter. Es endet mit komplettem Blutvergießen. Und natürlich ist hier eine Riesenmaschinerie der Angst am Werk. Der Angst, der Intrige, des Unterdrückens. Das ist ein Stoff, der es wirklich in sich hat, und ich möchte ihn aber eigentlich von seiner Schwere befreien. Ich möchte mit all diesen Dingen produktiv umgehen, weil ich glaube, nur wenn wir diese Mythen unserer Vergangenheit noch mal neu ausleuchten, dann sehen wir, welche Ängste, welche Erfahrungen darin aufgehoben sind. Das sind sozusagen unangenehme Batterien. Also ich glaube, ich habe 2 Möglichkeiten. Ich kann sagen, es gibt Bedrohungen und diese Bedrohungen mache ich sichtbar und das ist meine Aufgabe als Künstlerin. Das wäre die aktivistische Variante. Ich glaube aber, dass man der Angst auch durch eine andere künstlerische Haltung begegnen kann, nämlich indem man sie sozusagen bannt. Und da gibt es verschiedene Dinge. Also ich glaube, dass es essentiell wichtig ist, künstlerische Freiräume offen zu halten in einer Gesellschaft, wo Dinge möglich sind, die nicht nutzgebunden sind, also spielerische Räume. Wenn ich über meinen Arbeitsprozess rede oder das Gefühl habe, ich komme an den Stoff nicht ran, dann habe ich zum Beispiel einen befreundeten Kollegen, der wunderbar zeichnet, dann protokolliert der unser Gespräch zeichnerisch mit. Das sind eben wie Arbeitsjournale. Da stehen dann auch Sätze drin wie: Ich habe Angst vor dem Stoff oder das schaffe ich nie oder ich hau den Scheiß in die Tonne. Also das ist dann darin. Und das sind dann so die Momente großer Entspannung, weil man auch in einen irgendwie gelockerten Kontakt natürlich mit dem Stoff tritt. Wenn ich mich erinnere, wie ich als Kind schrieb zum Beispiel, das war ja ein sorgloses, ich könnte auch sagen, ein vollkommen angstfreies Schreiben. Vielleicht, weil ich näher am Spiel war. Und ich will das überhaupt nicht idealisieren, aber an diesen Punkt zurückzukommen und zu sagen, diesen Raum gestalte ich, wie ich möchte, das ist ganz, ganz essentiell. Und deshalb glaube ich, das gilt nicht nur für die Kunst, sondern das gilt für das Leben allgemein. Wenn ich spiele oder Vergnügen habe, dann kann ich lachen und dann bin ich natürlich in dem Moment ein freier Mensch. Und das ist doch das Einzige, worauf es eigentlich ankommt.